He criticized capitalism without a conscience. And that's what we have now. We have capitalism without a conscience. He showed the common man being fed through gears of the brutal, dehumanizing industrial age. He took on the American right wing of his day, its worst evils: hatred of immigrants, contempt for the truth, greed, and the abuse of power. We are fighting those same evils today. Trump is not playing, man. That's right. This time is totally different. He's working with the #1 African American in the world, the richest African American in the world, Elon Musk. That's right, he is African American. Elon got more kids than the Cleveland Browns. In einem Moment, den niemand kommen sah, haben zwei der größten Comedy-Legenden, Jim Carrey und Chris Rock, gerade eine Live-TV-Bombe über Donald Trump. Und was sie enthüllten, ließ die Zuschauer staunen und das Internet in Flammen aufgehen. Was denken Sie? Sind Carrey und Rock zu weit gegangen? Kommentieren Sie 1 für Ja oder 0 für Nein. Wir lesen jeden Beitrag. Aber bleiben Sie dran, denn was Sie aufgedeckt haben, könnte Ihr Bild von Trump für immer verändern. Sie haben den peinlichen Zirkus aufgedeckt, den er versucht, als Ehe auszugeben. Und Trumps Zusammenbruch sagt alles, was man wissen muss. The cast of The Apprentice is running the world. Donald Trump hat mehr Wutanfälle ausgelöst als ein Kind, das Red Bull geschluckt hat. Wenn die Klempner-Situation ein persönlicher Angriff des tiefen Staates war, dann ist dies dieselbe Person, die gerne wütend ist und darüber twittert, dass Toiletten 10-mal gespült werden müssen. Nichts regt ihn jedoch so sehr auf wie kaputte Geräte und erfundene Verschwörungen. Tatsächlich löst nichts den braun gebrannten Vulkan so schnell aus wie Komiker, die sein brüchiges Kartenhaus-Ego anstacheln. Was er noch mehr schätzt als seine vergoldeten Toilettensitze, ist der unerträglich steife PR-Gag, den er seine Ehe mit Melania nennt. Thank you very much. Okay, before we even get started, let's hey, the elephant in the room. President Trump's in the hospital from COVID, and I just want to say my heart goes out to COVID. Wir stellen Ihnen die perfekte Riege der Komödianten vor. 2 Schwergewichte, die sich seit Jahrzehnten über Prominente lustig machen, sind Chris Rock und Jim Carrey. Beide sind öffentliche Katastrophen und Politiker. Aber dieses Mal haben sie sich auf Trumps größte Schwäche konzentriert. Ignorieren Sie Anklagen oder politische Skandale. Es reichte schon aus, an dem ausgefransten Faden von Trumps komischer Roboter-Ehe zu zerren, um ihn in den Roomba-Modus zu versetzen, in dem das WLAN nicht mehr funktioniert. That's not planned. They got Elon. They're gonna put him in a rocket ship. We call it Space Mex. Oh yeah. J-Lo's gonna marry Ben again, just so she can stay in the country. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie bitte. Das erste Bild von Chris Rock zeigt Ihnen, wie er nonchalant auf die Bühne schlendert und dabei grinst, als ob er etwas verbergen würde. Noch bevor er spricht, sieht man aus 600 Meilen Entfernung, wie Trumps Blutdruck steigt. Wenn er seine Lippen öffnet und die Worte Trump und Melania im selben Satz verwendet, Chris' kühle Hand verdeckt die kalte Körpersprache. Als er beginnt, das Bild zu malen, die Weihnachtsdekoration, die von Tim Burtons Geist erschaffen worden zu sein scheint, vergleicht ihre Beziehung mit einem Geiselszenario, in dem Melania die Lösegeldforderung in der Hand hält. Der Code für Auge und am besten ist 2-mal blinzeln. Oh. War hero. He a war hero that got captured. I don't want to vote for nobody that got captured. I want to vote for that got away. Trump, who rarely, if ever, apologizes for anything, sounded like he's softening a little on McCain. And certainly if there was a misunderstanding, I would totally take that back. But hopefully I said it correctly. On the Kelly file, McCain's daughter Meghan couldn't be angrier. My father has been in public office since before I was born, and this is one of the grossest, most disgusting comments I've ever heard, which is really saying something. I'm 30 years old. And it's because it's not just an attack on my father, it's an attack on all veterans and it's an attack on all POWs. Aber die Steine werden gerade erst aufgewärmt. Er fährt fort.
dass Melanias Gesichtsausdruck bei jeder öffentlichen Veranstaltung verrät, ich habe wegen des Geldes geheiratet, nicht wegen des peinlichen Händchenhaltens vor der Kamera. Chris merkt scherzhaft an, dass man bei Trumps Kundgebungen praktisch hören kann, wie sie die Unterhaltszahlungen ausrechnet, wenn man nah genug heranzoomt. Irgendwo in Mar-a-Lago wird ein mit Käse beschmiertes iPhone an die Wand geworfen, während die Menge es verschlingt. That's exactly what happened. We got rid of bullies. A real bully showed up, and nobody knew how to handle it. Dann taucht Jim Carrey dort auf. Wissen Sie, Carrey ist nur zufrieden, wenn er sich voll einsetzt. Sein Gesicht ist bis zum Cartoon-Wahnsinn verzogen. Er setzt ein falsches Stirnrunzeln auf, als er auf das Podium stolpert und seine Brust aufbläht. Und ahmt für 1 Minute Trumps extravagantes Verhalten nach. In einem Moment blinzelt er und macht sich über Reporter lustig, die nicht sehen können, und im nächsten imitiert er Melania. Sie rezitiert roboterhafte Worte ohne Emotionen, als ob sie auf Autopilot laufen würde. Ihr Gatte schimpft über Falschnachrichten, während sie gedanklich abschweift. Die Art und Weise, wie er seine Unwahrheiten übertreibt und Trump als übermütigen, ignoranten Angeber darstellt, ist brillant. Melania fliegt vorbei wie eine Schaufensterpuppe auf Rädern und buhlt um Aufmerksamkeit. Er tut so, als würde er sich beim Abendessen mit ihnen unterhalten. Trumps Prahlerei mit der Größe der Menschenmenge. Während das Publikum in Slowenien durch Zillow-Listen scrollte, nickte Melania verständnislos. Sie schreien. Es ist eine urkomische Zerstörung. Jim und Chris müssen gar nicht weit gehen, denn der Inhalt spricht im Grunde für sich selbst. Jedes unangenehme Grinsen, jeder unbeholfene Handschlag und jede unbeholfen choreografierte Interaktion zwischen Trump und Melania, die auf Video festgehalten wurde, ist wie ein Geschenk, das nie aufhört zu geben. We are babysat by the television. We're taught how to think by the television. That's the dangerous thing about what's going on right now. There are generations growing up right now who are learning to lie. That lying is okay. That this kids say fake news. That you're supposed to hate half the country. You know? And if anything, we've got to get back to a place where we realize that a vote is not who you are. Andererseits sind es nicht nur die Witze, die Trump völlig aus der Bahn werfen. Die Tatsache, dass sie zutreffend sind, ist der Schlüssel. Trump kann es nicht ertragen, ausgelacht zu werden. Vor allem nicht von Leuten, die beliebter, talentierter und, Gott bewahre, populärer sind als er. Rock und Carrey sind bemerkenswerte Beispiele für Menschen, die nicht nur Bewunderer von ihm sind. Sie üben seit Jahrzehnten kulturellen Einfluss aus. In dem Bemühen, die Kontrolle über die Handlung auszuüben, verbrachte Trump 4 Jahre. Doch sobald diese beiden Personen ihre Zunge herausstrecken, zerfällt die Illusion wie eines seiner erfolglosen Casinos. Während sich die Sendung dem Ende zuneigt, hat Trump bereits begonnen, in den sozialen Medien zu explodieren und tippt schneller, als seine zarten Daumen es verkraften können, Sätze zu veröffentlichen, die mit Tippfehlern gespickt sind. Tiraden, in denen Chris als abgewrackt und Jim als niemand bezeichnet wird, als ob er jemanden verletzen wolle, der die Oscar-Verleihung moderiert oder in einem milliardenschweren Franchise mitgewirkt hat. Es ist möglich, dass er durch seine vergoldeten Säle läuft, während er jeden Anschein von Gelassenheit aufgibt. Die Assistenten schreien ihnen zu, dass sie etwas unternehmen sollen, während Melania wahrscheinlich 6 Zimmer von ihnen entfernt ist, den gesamten Zusammenbruch mit ungeteilter Aufmerksamkeit ignoriert. Everybody's worried. Everybody's worried. I mean, we got Luigi. We got Luigi, you know, and that's good. I really feel sorry for the family. I mean, everybody's fixated on how good looking this guy looks. If he looked like Jonah Hill, no one would care. They'd already given him a chair already. Be dead, okay? It's hard to understand what's going on. I mean, I really, one minute you feel like, oh my gosh, this is going to be, now the landslide's going to start. And then there'll be some other weaselly little, sidestep they do or whatever it is. And, this administration is a rabid dog, and it's turning us upside down. And all, as far as I'm concerned, it's as obvious as the nose on your face. Es steht für mich außer Frage, dass sie so sichtbar ist wie die Nase in ihrem Gesicht. Und jetzt kommt der Clou. In seiner Erwiderung zeigt Trump kein Machtwort. Im Gegenteil. Ich würde sagen, dass der Mann aufgrund der Tatsache, dass 2 Komiker die Dreistigkeit besaßen,
sich über die Pappfigur lustig zu machen, in sich zusammenfällt. Eine Person, die Jahre damit verbracht hat, sich als Inbegriff des Alpha-Männchens zu etablieren, ist jetzt auf wenig mehr als einen Witz im Spätfernsehen reduziert, den er eine Ehe nennt. Wieder einmal zeigt er, dass es umso einfacher ist, ihn zu durchschauen, je lauter er schreit. Alles begann im Live-Fernsehen, wo Chris Rock, der dafür bekannt ist, sich nie zurückzuhalten, der Gastgeber war. Analysiert ganz beiläufig die eigentümliche Beziehung zwischen Trump und Melania. Sie kennen die Ehe, in der sie ihn so anstarrt, wie man sein Handy anstarrt, nachdem man es in die Toilette geworfen hat. Rock hat ausgesprochen, was die Menschen auf der ganzen Welt schon seit vielen Jahren wissen. Während ihrer gesamten Amtszeit als First Lady hatte Melania das Gefühl, gefangen gehalten zu werden. Es war nicht die Aufgabe des Geheimdienstes, sie vor Gefahren zu schützen. Ihr Ziel war es, sie an der Flucht nach Slowenien zu hindern, indem sie über den Zaun um das Weiße Haus kletterte. Nothing's gonna happen to Trump. Here's the crazy thing. It might just work out. Trump might work out. Yeah, I said it. Trump might work out. I mean, think about it this way. Bush was so bad, he gave us Obama. Währenddessen trieb Jim Carrey, bewaffnet mit seinem berühmten Gummigesicht und seiner unbändigen Energie, die Sache auf die nächste Stufe, indem er Donald Trump imitierte. Nachdem er sich vorgebeugt, seine Lippen zu dem für Trump typischen Schmollmund verzogen und nach vorne gewatschelt war, als würde er von der schieren Schwerkraft seiner eigenen Dummheit niedergedrückt werden, lieferte er die Krönung seines Auftritts. Er war so auf den Punkt, dass man fast die Diät-Cola-Blasen im Hintergrund platzen hören konnte. Um sich über Trumps merkwürdige Haltung lustig zu machen, sagte er, dass er sich immer nach vorne lehne, weil, nun ja, sagen wir einfach, die Windel des Präsidenten voll sei. Die Menge explodierte, Twitter brach zusammen und Trump, oh Trump, wurde für einen Mann, der immer wieder beteuert, dass er kein Late-Night-Fernsehen schaue, zum Nuklearmodus. Die Schnelligkeit, mit der er antwortete, war vergleichbar mit der eines Mittelschülers, der sieht, dass seine Liebste ein Selfie postet. Innerhalb weniger Stunden war seine bevorzugte Social-Media-Seite, die er nutzt, weil er die Guten nicht nutzen darf, mit seiner typischen Mischung aus Leugnung, Ablenkung und natürlich ein wenig zusätzlicher Illusion gefüllt. Zunächst behauptete er, dass er sich diese gescheiterten Verlierer nie ansehe und dass das Late-Night-Fernsehen ausgestorben sei. Ihre Suchhistorie bei Google zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Danach zog er seine langjährigen Bewegungsquoten hervor. Denn wenn es etwas gibt, von dem Trump mehr hält als von seinen eigenen Unwahrheiten, dann ist es, dass Einschaltquoten im Fernsehen irgendwie die moralische Überlegenheit bestimmen. Beleidigungen aus diesem Grund. Not even funny. Something is wrong with the man. Oh no, what? Something he looks is like really Freddy wrong. Krueger with a blue hat. Yeah, is that the Freddy Krueger with the, or Jason? No, and it's he Freddy says Krueger. those are Jason has the Putin hockey flying mask. monkeys behind him. But oh my God, that's we dug stupid. into the video archive and Yeah. we found Seinfeld talking to Jim Carrey, walking into the inner sanctum of this so-called art. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Oh nein, das nächste Ziel ist Jim Carreys Karriere. So Trump. Carrey war seit Jahren nicht mehr lustig. Was seltsam ist, weil er der Einzige ist, der mehr Lacher hervorgerufen hat als jeder andere. Noch mehr als Jim Carrey ist Donald J. Trump, der Präsident Trump selbst. Carrey könnte morgen in den Ruhestand gehen und dennoch eine spektakulärere Karriere haben als die Person, deren größte Berühmtheit vor der Politik darin bestand, von Snoop Dogg bei einem Comedy Central Special geröstet zu werden. Und dann kam der Teil des Wutanfalls mit dem Kuss des Chefs. Carreys Karriere war erstaunlicher als die dieses Mannes. Die verzweifelte Verteidigung von Trumps Ehe durch den Präsidenten. Sie kennen die Situation, in der jemand immer wieder behauptet, seine Beziehung sei makellos. Und genau das geschah. Eine Flut von Artikeln, in denen es hieß, Melania verehre ihren Mann und sei die am meisten verehrte First Lady der Geschichte. Das ist dieselbe Melania, die bei vielen Gelegenheiten ihre Hand von ihm weggerissen hat, als wäre sie ein Türknauf in einer Tankstellentoilette. Trotz der Tatsache, dass sie mit dem kleinlichsten und wichtigsten Mann der Welt verheiratet war, War Melania, die für ihre hervorragende Kampagne gegen Mobbing bekannt war. Ein lächerlicher Widerspruch. We show you the new piece of art. So we explained at the time, there's a lot of reasons why Carrey went in this direction. This was before the violence broke out, and it was pretty prescient. There's Trump, like a madman,
roaming, both the White House, which kind of has a shining feel inside in some ways, and the gardens and the Capitol, etc. That cartoon turned out to be foreshadowing in a pretty scary way. And it says, "You're the caretaker, Mr. Trump. You've always been the caretaker." Lassen Sie uns einen Moment über das Ausweichen mit der Hand sprechen, das Sie gerade gemacht haben. Bitte denken Sie nicht, dass dies ein einmaliges Ereignis ist. Man könnte es auch als Nationalsport bezeichnen. Öfter als Steuerhinterziehungsfälle. Trumps Bankkonto vermieden haben. Hat Melania es geschafft, nicht in Trumps Hände zu geraten. Die echten Videomitschnitte von ihrem Ziehen sind online zu sehen. Die Dame behandelt das Halten seiner Hand, als wäre es eine TSI-Abtastung. Und sie tut dies mit einer entschlossenen und unerschütterlichen Weigerung, die Möglichkeit einer körperlichen Berührung auch nur in Betracht zu ziehen. Etwas, das sie gelegentlich tun muss, das sie aber jede einzelne Sekunde davon verachtet. Und dennoch will Trump sie glauben machen, dass ihre Ehe felsenfest ist und auf Liebe, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung füreinander beruht. Um ihre Frage zu beantworten, ja, das ist der Grund, warum sie immer genau den Moment zu berechnen schien, wenn sie gezwungen war, in der Öffentlichkeit neben ihm zu stehen. Es war ihr möglich, zu entkommen, ohne dass der Geheimdienst sie aufgriff. Melania hat all die Jahre versucht, den Fluchtcode zu entschlüsseln. Also vergessen Sie die Atomcodes. Um auf das Thema von Trumps Zusammenbruch zurückzukommen, ist es wichtig festzustellen, dass Trump extrem empfindlich auf Komik reagiert, insbesondere wenn sie gegen ihn gerichtet ist. Er kann damit nicht umgehen. Im Gegensatz zu früheren Präsidenten, die Witze gut wegstecken konnten. Als Michelle Obama wegen ihrer Stärke verspottet wurde, zuckte Präsident Obama bekanntlich mit den Schultern. Trumps Reaktion erinnert an die eines kleinen Kindes, dem man gerade sein iPad weggenommen hat. Und das, meine Freunde, ist genau der Grund, warum diese Witze so tief treffen. Denn sie sind nicht einfach nur Witze. Dies bringt unbestreitbare Realitäten ans Licht. Sein mangelndes Selbstvertrauen, seine komisch einseitige Ehe und sein erbärmliches Ego, das so dünn wie Papier ist. You think a lot of parents would, encourage their children's kind of high aspirations. Yes. But like you told your mom, When I was a kid, before I wanted to be a comedian, my dream was to be the president of the United States. It's the only real job I ever wanted. Okay? Only time I wanted an office. I wanted to be the president of the United States. And I told my mother, and she's like, "You better not." Wenn Sie hingegen der Meinung sind, dass seine Reaktion auf Carrie und Rock negativ war, dann haben Sie recht. Aber fügen wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr Würze hinzu. Denn genau in dem Moment, als er versuchte, das Image eines Powerpaares aufrechtzuerhalten, tat er etwas, das wirklich überraschend war. Sein Twitter-Ausbruch wurde noch absurder durch die Veröffentlichung eines weiteren Buches über seine Amtszeit, das mit Insider-Anschuldigungen gespickt war. Es hat den Anschein, dass Trump mit der Idee beschäftigt war, dass Melania eine bedeutendere Position in Donald Trumps Verwaltung einnehmen könnte. Obwohl sie sich an vielen Orten wohler fühlte, sogar im Weltraum, blieb sie dort. Besonders interessant ist, dass er wollte, dass sie an streng geheimen Treffen teilnimmt, ohne eine Genehmigung der Sicherheitsbehörde zu haben. Es stimmt, dass nur Donald Trump mit sensiblen Informationen wie mit einer lässigen TikTok-Rolle umgehen würde. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass Melania auf Pinterest nach Ideen für die Dekoration ihres Hauses sucht, während die Generäle über Raketenabwehrsysteme nachdenken. Es ist unklar, wie lange sie noch so tun muss, als würde sie zuhören, bevor sie sich von der nationalen Sicherheit distanzieren kann. Ähnlich wie die Sicherheit einer Ehe. Ein verzweifelter Versuch von Trump, den Eindruck zu erwecken, dass seine Frau wirklich daran interessiert sei, Zeit mit ihm zu verbringen. Trump, der sich selten, wenn überhaupt, für irgendetwas entschuldigt, hörte sich so an, als würde er McCain ein wenig milde stimmen, und wenn es ein Missverständnis gab, würde ich das natürlich zurücknehmen. Aber ich hoffe, ich habe es in der Kelly-Akte richtig ausgedrückt. McCain, ihre Tochter Meghan, könnte nicht wütender sein. Mein Vater war in einem öffentlichen Amt, bevor ich geboren wurde. Und das ist einer der ekelhaftesten Kommentare, die ich je gehört habe. Und das will wirklich etwas heißen. Ich bin 30 Jahre alt. Und das liegt daran, dass es nicht nur ein Angriff auf meinen Vater ist, sondern auf alle Veteranen und alle Kriegsgefangenen. Styling. Und ich muss sagen, dass mir deine Zeichnungen, die du online gestellt hast, sehr gefallen haben. Melania hingegen verhielt sich so unauffällig wie möglich. Gelegentlich erschien sie zu Fototerminen.
bei denen sie sich kleidete, als wäre sie die eleganteste Bestattungsunternehmerin der Welt. Und Jimmy Kimmel bezeichnete sie einmal als eine Art Al Capone, obwohl sie in Wahrheit ein Grufti war. Es ist richtig, dass sie ganz in Schwarz gekleidet war und eine große Sonnenbrille trug. Sie hatte nicht das Aussehen einer First Lady. Sie erweckte den Eindruck, als würde sie leise den Verlust des letzten Fünkchens Glück in ihrem Leben beklagen. Erinnern Sie sich auch noch daran, als Trump sich mit etwas infizierte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste? Das war mit großer Wahrscheinlichkeit der denkwürdigste Moment in Melanias Amtszeit im Weißen Haus. Während der 3 vollen Tage, die er an den Sauerstoff angeschlossen war, herrschte absolute Stille. Wenn das nicht der stressfreieste Urlaub gewesen wäre, den sie je hatte, hätte sie nicht tweeten, wüten oder verlangen können, dass sie für die Aufnahmen der Fotografen lächelt. Der Clou ist, dass ich keine Ahnung habe. Was es wahr? Aber hier ist es. Ihre Behauptung wird nur durch die Tatsache belegt, dass Trump sich darüber aufregt, dass sich Komiker über ihn lustig machen. Es wäre möglich gewesen, dass er es abtut, darüber lacht und vielleicht sogar mit einem wirklich witzigen Witz antwortet. Stattdessen brach er völlig zusammen und bestätigte damit, dass alles, was in Bewegung war, Witze über seine Unfähigkeit, Witze zu machen, machte. Seine schwachen Versuche, zu beweisen, dass seine Ehe makellos ist, sowie seine Sorge um sein Äußeres. All das zerbröselte in Echtzeit. Ich wurde auf Twitter bedroht. Also, ich weiß es nicht. Ich habe das Ding nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass da ein abgetrennter Ziegenkopf war. Und wir sehen uns. Wir sehen uns bald wieder, sozusagen. Was genau ist also die Lehre, die aus diesem tragischen Zugunglück gezogen werden kann? Trumps Kryptonit ist direkter Humor. Und jeder Witz, der in seine Richtung geht, bringt ihn auf eine Abwärtsspirale, die schneller ist als seine Umfragewerte. Derzeit ist Melania anwesend. Sie ist im Grunde ein olympischer Völkerball-Champion, der Kameras ausweicht, Hände ausschlägt und insgeheim auf den Tag wartet, an dem er kommt. Sie hat die Fähigkeit, in einer Villa zu verschwinden, in der niemand ständig verlangt, dass sie auf Stichwort lächelt. Und Trump, egal wie viele Tiraden er um 3 Uhr morgens loslässt, ist nicht in der Lage, mit Photoshop die Tatsache zu überspielen, dass jeder Komiker, von Chris Rock bis Jim Carrey, hier draußen Gottes Werk verrichtet. Wir anderen schreien schon seit Jahren gegen unsere Bildschirme an. Und genau das sagen sie jetzt. Schnallt euch an. Denn der Marathon der Nervenzusammenbrüche wird nicht so bald enden. So, was glauben Sie, ist Trumps größtes verborgenes Geheimnis? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wilde Theorien sind willkommen. Drücken Sie den Like-Button, wenn Sie gerne sehen, wie Comedians die Wahrheit an die Macht bringen. Drücke Subscribe für weitere explosive Updates, Wahrheitsbomben und legendäre Momente, die das Internet erschüttern. Denn wenn die Comedy-Könige sprechen, hören die Leute zu.